Bei dem Video möchte ich euch einen relativ wichtigen Spleiß zeigen, und zwar den Endlosspleiß, der perfekt geeignet ist, um Endlosförler zu betreiben oder auch um jetzt wegzugehen vom Segeln. Jeder hat, wenn er mit Seilzug betriebene Markisen hat auf der Terrasse, das Problem, dass die alle 1 bis 2 Jahre reißen und nicht weiß, was er tun soll. Und zwar, er muss dann einen Endlosloop spleißen. Und da gibt es 2 Sachen dafür. Damit das Ergebnis ziemlich gleichbleibend ist in der Dicke, sollte man eine Leine nehmen, die Kern und Mantel im Verhältnis zueinander gleich ist. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt nehme eine Orion 500, dann ist bei dieser Leine der Mantel im Verhältnis zu anderen Leinen extrem dick, aber wenn ich das ineinander spleiße, bleibt die Leine gefühlt gleich dick. Wenn ich Sirius 1000 oder andere Leinen nehme, wo der Mantel verhältnismäßig dünn ist, da kriege ich dann auf dem Bereich, wo der Spleiß ist, einen extrem dünnen Schlurf zusammen, was optisch nicht schön ist. Für mich persönlich eignen sich im Robline-Sortiment zum Beispiel die Orion 500 am besten für Endlosspleiße, wenn ich jetzt ein Seil brauche, das nicht unbedingt einen Dyneema-Kern hat, da das Verhältnis zwischen Mantel und Kern gleich dick ist. Wenn ich die zusammenspleiße, bleibt die Leine gleich dick. Wenn ich hingegen zum Beispiel eine Leine nehme, die einen extrem dünnen Mantel im Verhältnis zum Kern hat, wie zum Beispiel die Sirius 1000, dann habe ich das Problem, dass im Bereich des Spleißes die Leine extrem dünn wird. Also wenn ich da 8 mm Leine habe, ist sie vor und hinterm Spleiß 8 mm dick und im Bereich des Spleißes nur 5 mm. Dann müsste ich sehr aufwendig noch Teile des Kerns wieder in den Spleiß einziehen, was mir, wenn ich es nicht täglich mache, sowieso nicht gelingen wird. Also für jemanden, der zum ersten Mal sich eine Endlosförlerleine oder eine neue Markisenleine machen will, unbedingt Orion 500 nehmen, ist am einfachsten, gibt es in peppigen und in aber auch gedeckteren Farben. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wie das geht. Was bei einer Endlosleine sehr wichtig ist, ist nicht, dass ich jetzt einfach anfange zum Spleißen und dann draufkomme, hoppala, da habe ich jetzt einmal einen Kringel und da habe ich noch einen Kringel und dann vielleicht am besten noch einen Knoten drinnen, sondern ich muss als erstes die Leine wirklich sauber ausstreifen, damit ich diese Verdrallungen in der Leine loswerde, weil die sonst nachher im Betrieb dazu führen, dass sich die Leine, wenn sie sich verdrallt oder wenn gar ein Knoten drinnen ist, dass sie nicht durch den Endlosförler durchzuziehen ist. So. 2 bis 3 Mal, wenn ich die Leine sauber ausstreife, reicht es. Ich muss mir dann natürlich die Länge des Innenmaßes genau festlegen und wenn ich die habe, mache ich an den 2 Stellen meine erste Markierung. So. Was bei einer Endlosleine passiert ist, dass wir eine zweite Markierung brauchen, die mir zeigt, wie weit ich das jeweilige Ende in das andere hineinziehe, weil ich ziehe Mantel in Mantel und in dem Fall bei einer 8 mm Leine kommen wir mit 20 cm in etwa aus.
damit ich mir am Anfang nicht zu schwer tue und die Leine sich auch nicht verknotet, mache ich einmal mir ein bisschen danach ein Klebeband auf die Leine, dass sie sich nicht, wenn ich sie abschneide jetzt, total auflöst und sie ausfranst. So, und dann brauchen wir ein zweites Mal die 20 cm, aber in dem Fall vor unserer ursprünglichen Markierung. Denn da holen wir jetzt den Kern aus dem Mantel heraus. Da auch wieder den Mantel am Kern schön nach vorne schieben. Und beim zweiten Seil dasselbe. Dann nehmen wir in dem Fall am besten geeignet die 5,5er Spleißnadel. Und schauen, dass wir das vernünftig da hineinbekommen. Und gehen zu unserer ursprünglichen Markierung. Und stechen dort mit der Leine ein. So. Hier habe ich dann meine zweite ursprüngliche Markierung. Schaue ich, dass ich das halbwegs vernünftig erwische. Und schiebe den Mantel ein. Und komme wieder an derselben Stelle heraus. So, jetzt ist wichtig, dass ich hierbei alle Positionen ordentlich ausschiebe, damit nicht irgendwo dann, nachdem ich den Spleiß beendet habe, ein hohler Mantel entsteht. So, jetzt kann ich hier Leine und Kern einfach abschneiden. Und es wird sich schön flach legen. Was natürlich passieren kann, ist mit der Dauer, dass im Bereich genau dieses Übergangs eine Hohlstelle entsteht. Was in dem Fall aber nicht so tragisch ist, weil das ja ein Spleiß ist, wobei ich davon ausgehe, dass das Seil in späterer Folge mit maximaler Bruchkraft des Mantels auskommen wird. Also ich würde mich persönlich jetzt das nicht als Abseilseil oder für irgendwelche Sachen nehmen, die wirklich jetzt, wo ein Leben dran hängt, sondern das ist wirklich für einen Föhrler und da reichen im Normalfall 50 bis 60 Kilo Bruchlast aus, weil mehr kriege ich mit den Händen sowieso auch nicht zusammen. Wenn es jetzt ein winschbetriebener Föhrler ist, muss ich dann beim Seil sowieso eine andere Lösung nehmen und was mit Dynema verwenden. Und dann wird der Spleiß aber wesentlich aufwendiger und ist jetzt nichts für den Spleißnovizen.